So, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Sherlock Holmes, The Awakened. Wir reden jetzt hier nochmal mit Mr. Fleming. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Sehr gerne doch. Ja, wir haben Mr. Fleming hier mit der netten Blumenverkäuferin. Naja, haben wir gesagt, er soll mal einen Schritt auf sie zumachen, da sie auch offensichtlich total auf ihn steht. Also ist nichts mit Komplott und dass er uns umbringen wollte. Er ist einfach nur verliebt und hat sich nicht getraut, es ihr zu sagen. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Auf geht's. So, Hinweis anheften. Ja, jetzt haben wir es angeheftet. Okay. Findet sich in derselben Straße wie Mr. Barnes Buchhandlung. Okay. Er zeigt mit dem Arm in diese Richtung. Dann gehen wir einfach mal in diese Richtung. Zwischendurch drücken wir immer mal Z. Z wie Zauber. Und dann laufen wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, hier können wir noch mit jemandem reden. Hallo. Excuse me, just one question. It's a shame, but I can't help you. Ich habe meine Frage noch nicht mal gestellt, du komischer Typ hier. Not much further now. Nicht mehr weit, okay. Dann ist es noch nicht hier. Okay. Watson, ich laufe dir hinterher. Ach, hier ist es. Okay. Dankeschön. Hier irgendwas? Nö. Dann sprechen wir mit... Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. So, weitere vermissten Fälle. Warum ermitteln sie nicht? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Mhm. Ist wohl für die Polizei normal, dass Leute verschwinden einfach so. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. So, ja, wir fangen mal... Ne, wir fragen erstmal, wann sie verschwunden ist. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself.
He must have escaped the night before yesterday. Oh, ich dachte, das wäre eine Frau. Okay. Ist ein Herr. Aber wir wissen ja auch, dass der Aufpasser hier von der Prinzessin auch weg ist. So, erstmal beschreiben, bitte. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Sollten wir hinkriegen. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ja. Achso, wir können hier das hier jetzt mal wieder entfernen, den Hinweis. Vorletzte Nacht ist natürlich dann auch schon etwas her. Ja, aber irgendwie verschwinden mehrere große, gut gebaute Menschen zurzeit. So, mal gucken. Ein Fußabdruck. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. So, was haben wir hier noch? Das können wir noch nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir da jetzt erstmal ein bisschen warten. Okay, mehr bewegen können wir uns auch nicht. 2 von 3. Gut. Da müssen wir jetzt erstmal wahrscheinlich in seinen Schuppen reingucken. Da ist noch was. Ein Schloss. Konzentrationsmodus, nimmst du unauffälligere Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du auch mit Q die Stelle genauer ansehen. Ah, ja. Schön, dass er es jetzt anzeigt. Dann einmal zurück. So, dann noch einmal. Ist ein bisschen doof, dass er das nicht anzeigt. So richtig. Knieabdruck. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt. Aha. Aha. Okay, ups. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal warten, bis wir hier noch was rekonstruiert haben. Ja, hier ist jetzt erstmal nichts mehr.
So, hier an der Tür war noch ein Schloss. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Wir gucken jetzt erstmal alles an, was so geht. Hier hinten war auch noch was. Ein Stofffetzen. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Aha, aha. Also hat ihn wahrscheinlich irgendwer ja, schlafen geschickt und dann mitgenommen. Ist aber natürlich die Frage, wie ein so großer Mann einfach mitgenommen werden kann. Jetzt geht hier Z nicht. So, jetzt geht es. Okay. Ein Gesicht. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ist mit dem Kopf dagegen gestoßen. Das klingt so... A small navy spyglass. Gut, 2 von 2. A scrap of Hessian. Vielleicht von seiner Kleidung. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Na gut, wenn da so ein großer Hühne drauf fällt, ne, dann merkt man das natürlich. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Das ist... Weiß ich gar nicht, Musikinstrument? Ja, okay. Gurus, they're called. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. No air coming through it. Button chops, the remains of a meal. Okay. Ach da. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Okay. The ashes are long since cold. Ah, hier haben wir auch noch was. Okay, uns fehlt noch ein bisschen. Ups. Bisschen was, ums komplett zu rekonstruieren. Hier haben wir auch noch was. So, warte mal. Wir konnten aber jetzt... Genau, da ist auf jeden Fall hingeworfen worden. Also als erstes muss ja das hier gewesen sein. Wir haben auf ihn gewartet. Uns fehlen jetzt halt noch so ein paar Sachen. Ah, okay, wir können noch nichts dazu sagen. Wahrscheinlich geht das dann erst, wenn wir komplett fertig sind. Wir können noch mal mit Watson Stenwick makes reden. his servant live in a tool shed. You think you know someone. Naja. Er ist ja auch der Meinung... So. Dass er ihn gerettet hätte aus Neuseeland, aber da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Hatte ihn wahrscheinlich einfach für günstig Geld kaufen können.
Weil so ein starker, kräftiger Mann ist wahrscheinlich zu damaligen Zeiten nicht günstig gewesen, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kenne mich nicht so ganz mit Sklavenhandel aus. Also da ist auch nichts mehr dann... Achso, warte mal. Wir können mal in unser Gedankenkarussell gehen. So, wohin führt Kimias Spur? Ich würde jetzt mal die Überreste von Kautabak nehmen und das Fernrohr vielleicht. Eieiei. Nichts davon. Stoff im Ofenrohr nehmen wir dann mal. Kleidung aus Sackleinen. Okay, das hier ist schon mal richtig. Hier fehlt uns noch was. So, hier fehlt uns noch ein Gegenstand. Okay, dann gucken wir gleich noch mal weiter. Okay. Dann sprechen wir noch mal mit ihm. So, Beweise. Das hier nehmen wir mal. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Ja, okay. Dann gucken wir hier nochmal weiter. Kleidung aus Sacklein. Darauf sprechen wir ihn auf jeden Fall auch nochmal an. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihia's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Ja gut, da hätte man ihm aber auf jeden Fall schönere Sachen geben können. Dann nehmen wir auch nochmal den Schuppen. On earth are you going with this? Okay. Is Fernrohr this auf jeden spyglass Fall. familiar? I don't recognize it. Could it be Kimihia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Ja gut, er hat ja auch das Geld für ihn verwaltet. In Anführungsstrichen. Also hätte er sich eh nicht so was Teures leisten können wahrscheinlich. Are you joking? Why would I know this? Ja, keine Ahnung. Hier, machen wir das hier nochmal. I thought you were meant to be intelligent. Ist okay. Has Kimihia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Okay, Do Fußspuren you auf happen jeden to Fall. know Kimihia's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Gut, dann waren das auf jeden Fall schon mal nicht seine Fußabdrücke im Garten. Größe 11. Ich weiß nur leider nicht, ob das groß ist oder nicht. Das nehmen wir hier nochmal. Immer noch nicht. Fernrohr dann auf jeden Fall. Und Stoff im Ofenrohr. Schon wieder nicht. Okay, jetzt sind wir langsam so ein bisschen... Okay. Die Fußspuren. Tja, jetzt fehlt uns aber immer noch ein passender Gegenstand. Merk schon. Ja, gucken wir hier nochmal weiter. Achso, hier ist gar nichts mehr. Why
are you still here? Nee, okay. Ja, ich versuche immer noch, das Verschwinden aufzuklären. Tja, hier können wir auch mit niemandem reden. Ups. Okay, hier Schluss. Hier noch irgendwas. Gut, dann laufen wir jetzt nochmal zurück ins Herrenhaus. Aber ich weiß noch nicht so genau, was uns hier noch fehlt. Ah. Jetzt haben wir hier alle Punkte voll. Ja, mit dem Fernrohr, das könnte schon passen. So, wir lassen mal das Fernrohr. Genau. So machen wir das einmal. Können wir da noch irgendwas machen mit? Nee. Okay, müssen wir jetzt einfach so lassen. Dann können wir hier wahrscheinlich auch noch einmal gucken. Ah, hier können wir nichts gucken. Da auch nicht. Dort. So, warte mal. Ja, so müsste das gewesen sein. Und dann hier noch einmal. Ah, da. Ja, ja. Genau, so passt das. Das hat irgendwer da reingeworfen, genau. Und dann ist es da runtergefallen. Nee, so rum muss das gewesen sein. Ich weiß nur jetzt nicht, wie wir jetzt weitermachen müssen, tatsächlich. Können auch nicht mal mit ihm sprechen. Ach so, aber wenn er einen Schlüssel hatte. Ja, 2 fehlen uns noch. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ach so, wenn wir vielleicht draußen nochmal mit Q gucken. Mal hier hinten nochmal. Ne, mit ihm kann ich auch nicht mehr sprechen. Da haben wir jetzt schon alles. Ne, hier ist auch nichts mehr. Tja. So richtig weiß ich jetzt auch gerade nicht, wo wir da weitergehen müssen. Wir gehen mal hier in die andere Richtung. Mit dem können wir auch nicht mehr reden. Tja, interessante Sache.
Den können wir auch nicht reden. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Flucht war. Ich gehe immer noch davon aus, dass er entführt wurde. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name. Das ist grün. Also da sind wir, glaube ich, fertig. Da haben wir jetzt alles richtig gemacht. Ein Gegenstand fehlt uns. Ja, genau. Den können wir auch nicht mehr entfernen, weil das schon richtig war. Groß und kräftig. Ja, das hatten wir ja jetzt. So, Karte. Tja, müssen wir sonst in die Baker Street zurück? Dann gehen wir jetzt einfach mal kurz in die Baker Street zurück. Hier ist die Baker Street. So, wo ist unser Haus? Hier. Vielleicht müssen wir erstmal unsere Hinweise irgendwie sortieren oder irgendwas. Nee. Doch. I'm close. I know it. I just need one more piece to crack the case. Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Lassen Sie mich vorbei, Watson. Danke. Tja, aber ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr weiter dort. Was haben wir denn hier noch übersehen? I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Ja. Hier können wir auch nicht mehr lang. Ich weiß gerade noch nicht so genau, wo wir hier gerade sind, aber wir gehen einfach mal ein bisschen hier lang. Wir werden wahrscheinlich hier nicht plötzlich... Oh. A model of a homely room and fireplace. Okay. Ja, das hatten wir eben schon. Ach, da. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Tja, jetzt haben wir hier noch so ein anderes Quest Looks like a gestartet. factory to Gehe me. gleich aber nochmal zurück zu unserer Hauptmission. So, was haben wir hier noch? A und D. Hier. Wonder what could get the gears inside moving. Ich glaube, das wird uns ja auch angezeigt, wo uns noch Hinweise fehlen. An welchem Ort. A small minecart. Endearing, if disturbing.
Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. So, warte, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, genau, okay. Das ist gut. Dann haben wir hier einmal dann noch das angezeigt hier. Okay, nee, dann gehen wir jetzt... Ja, wir müssen erstmal zurück und das andere machen. Disappearance is intriguing. No, I cannot make head nor tail. What a grim view. Hier sind irgendwie überall nur so düstere Szenen. Children's clothes, judging by the size. Oh. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Willkommen zur Schnitzeljagd. Hallihallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren? Okay. Hier waren wir jetzt fertig, genau. So, gehen wir hier mal weiter. Persönlich, manchmal geht auch Z gar nicht, weiß ich nicht warum. Na, hier ist auch Ende, okay. Spiel nicht so mit dem Messer hier rum, Junge. Gut, ja. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wo es mit unserem Pfeil weitergeht. Ja, da ist auch zu, da kommen wir nicht durch. Wir müssen jetzt nochmal zu unserem Tatort, naja, Tatort Vermisstenstelle. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hier weitermachen sollen. Hier ist nichts mehr. This dreary rain is making a miserable day. Ja, even der worse. Regen nervt mich auch so ein bisschen. Aber es ist London, was will man erwarten? Wir haben hier jetzt schon alles angeguckt. Ach. Okay, es könnte auch sein, dass der Täter mit dem Gesicht hier reingefallen ist. Weil hier hatten wir schon alles gefunden. Und dabei hat er dann das Fernglas verloren, als er ihn hier so lang gezogen hat. This disappearance is intriguing. No, I cannot make head nor tail of it. Haben wir auch schon alles angeguckt. Nee, wir machen das jetzt mal so. Das würde wahrscheinlich etwas mehr Sinn machen. Ich weiß nur nicht. Tja, ich weiß echt nicht, wo es hier weitergeht.
Wir haben hier schon mit... Ach. Oh, echt jetzt? Räder. Who left these tracks? They seem fresh. Okay. Da spricht er nur. Gut, dann sprechen wir mit ihm dann jetzt nochmal darüber. Vielleicht kann er uns ja was dazu sagen. Tut mir leid, wir brauchen noch ganz schön lange dafür. So, ja. Are you stupid, Mr. Holmes? Ach, Stop loitering. nee, ich bin nicht dumm. Aber ich habe hier... Tja, es muss hier irgendwo noch einen Hinweis geben. So, wir laufen jetzt hier mal mit dieser komischen Sicht durch die Gegend. Okay, nee, hier hatten wir schon alles. Da hatten wir noch Reifenspuren, aber mehr? This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. So, Holzkisten. In der Feuerstelle. Tja. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe hier jetzt schon alles gemacht. So. Tja, frische, parallel verlaufende Reifenspuren. Ja. Die haben wir ja jetzt gesehen. Ah. Ist der jedoch nicht vor kurzem benutzt sein kann. Tja, eigentlich kann das Schloss hier dann nur von... Ja. Wenn die wirklich jetzt... Ach. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Aha. Ja, das würde Sinn machen.
So, jetzt haben wir hier 4 Sachen schon. Können wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Oder können wir jetzt unser Gedankenkarussell hier weiterführen? Nee. Uns fehlt ein Gegenstand. Wahrscheinlich der Schlüssel, oder? Okay, wir gehen nochmal zurück. Stopp. Jetzt läuft es hier gerade gut. Jetzt läuft es gerade ganz gut. So, ja, haben wir alles. Tja, das passt schon ganz gut so. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Tja. Also ich glaube, so passt das schon ganz gut. Ah, wo kriegen wir jetzt das letzte her? So, hier ist nichts. Vier von 5 haben wir. Haben wir nicht einen Schlüssel schon in... Nee. Tja, uns fehlt noch ein Gegenstand. Ich weiß nicht, wo wir das finden sollen. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Ja, so würde es passen. Tja. Ja, die Folge geht auch bald gleich zu Ende. Jetzt müssen You wir... stupid, Mr. Holmes. Stop loitering and go and do your job. Ja, du... Versuche ich ja gerade, aber irgendwie... Fehlt noch irgendwas. Irgendwas übersehe ich und ich weiß gerade nicht so ganz was. Ein Hinweis fehlt noch. Tja. Das Problem ist, ich komme da auch leider jetzt nicht hin. Ich kann nicht gucken, ob da irgendwelche Spuren draußen sind. Das würde ja Sinn machen, dass wir irgendwelche Spuren auch draußen haben, aber das haben wir halt einfach nicht. Tja, falls ihr... Ach, hier vielleicht...
Hier können wir auch nicht rüber. So, ich habe jetzt nochmal ganz viel geguckt und ganz viel nachgelesen, ehrlich gesagt. Weil ich hab's echt... So, jetzt müssen wir hier nämlich in das Haus gehen. Ungewöhnliche Form. Schlüsselabdruck fehlt. So, jetzt haben wir das Schloss gefunden. Ja. Das war... Ja. Ich werde das an die Folge einfach nochmal dranhängen, dass ihr das nochmal sehen könnt dann. Ich glaube, dass er das war. So, mal gucken, ob es richtig ist. The intruder waited for a window of opportunity. When Kimmy here went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimmy here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimmy here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Danke, Dr. Watson. So, jetzt haben wir das nämlich. Ich wusste nämlich nicht, dass man das hier erst anheften muss, damit man das angucken kann. Das fand ich echt... Ah, das hat mich, ja, ein bisschen, so, Fernrohr. Überreste von Kautabak. Und Fußspuren. Okay, hier fehlt uns noch was. Ein Gegenstand. Ja, das sind aber nicht die Sachen vom Entführer. Das hier. Okay, dann müssen wir... Wir reden jetzt nochmal hier mit dem Typen. Ach so, genau. So. Okay. Aber, genau, ich werde das dann alles hier nochmal ein bisschen cutten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal. Bis dahin. Tschüssi.